So, hallo ihr Lieben. Ich bin's wieder mal, eure Sandy. Ja, es ist gesagt worden, mal unter meinen YouTube-Videos, wo ich natürlich tausend Dank sage. Und ich bin auch wirklich, wie gesagt, über jeden Kommentar, sei es positiv, sei es negativ, dankbar. Ähm, und ich mache da ja auch keinen Hehl draus. Und es ist unter dem Video gesagt worden, ich solle mal deutsche Orte zeigen. Oder wo zum größten Teil deutsche Orte gibt. Ähm, ich kann gleich noch mal hin mit euch springen, mal gucken, ob es das Ort noch gibt. Es gibt eine deutsche Sandbox, die gibt schon ich müsste lügen. Also seit ich in SL bin und es ist bald 5 Jahre, wird sogar, glaube 6. Ups, wenn ich nicht richtig sehe, ja, bald wird 6 Jahre. Ähm, Gibt's die schon. Das heißt, die heißt Deutsche Sandbox. Wie man die findet, kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. So. Ähm, Wie bin ich, mal Real Talk, wie habe ich Second Life angefangen? Habe ich auch schon ich habe auch schon mal ein YouTube-Video gemacht. Ja, darüber, wie ich nach Second Life gekommen bin. Meine Äh, Es war genauso wie bei meinem Schatz auch, wenn ich was gefragt habe: „Wie läuft das? Lief dies? Wie macht man das?“ Ja, so gelangweilt, ne, so: kein Bock, geh mir nicht auf den Sack“, so nach dem Motto: „Guck YouTube oder Google.“ Ja, Leute, da habt ihr doch nur einen Wunsch, euch auf Ewigkeit in SOL zu löschen auf eine Art und Weise. Ich sag's ganz ehrlich. So, was habe ich mir gemacht? Klar, ich habe YouTube-Video. Ich bin aber den Leuten auf den Sack gegangen. Ich bin den Leuten so lange auf den Sack gegangen, bis sie nicht anders da konnten, um mir das zu erklären. Ja? Gut, beim Thema Kräftis muss ich ehrlich zugeben, da kennt sich mein Schatz besser aus und durch ihn blicke ich da auch einigermaßen durch. So, was habe ich gemacht? Mir hat eine Freundin, die leider nicht mehr in SL ist, mal gesagt, es gibt einen A-Translator. Ja, den A-Translator, den es vor 4, 5 Jahren gab, den gibt's nicht mehr. Die hat aufgehört, der oder diejenige. Es war eine Japanerin oder was weiß ich, auf jeden Fall. Ich arbeite mit dem Translator zusammen. Ich kann euch auch sagen, warum, und da mache ich keinen Hehl draus. Ja, es jetzt mal ein bisschen was aus dem privaten Leben. Ich bin früher in eine Sonderschule gekommen, und in der oder weitführende Schule, wie es heute ja zum Glück heißt ja nicht mehr Sonderschule. Und da gab es kein Englisch. Ihr lacht eventuell drüber und glaubt's mir nicht, aber es war so. In den 90ern, 90er Jahren gab es in der weitführenden Schulen anlaufende Kurse, wo man Englisch lernen konnte, aber in der Arbeitsbekleidung oder wie man das auch immer nannte früher, ne? Diese zusätzlichen, wo man basteln sage ich, wo man Holzarbeiten machen konnte, oder man konnte arbeiten im Garten oder sonst wie. Ihr früher, die so alt sind wie ich, ne, so an über 40, die wissen, wovon ich rede. Das gibt's ja heute an den Schulen. Großem Teil, wie ich weiß, nicht mehr. Ich hatte kein Englisch in der Schule. So, was musste ich machen? Was habe ich gemacht, wo ich in Second Life ankam? Was habe ich gemacht? Ich musste viel mit Google arbeiten. Ich habe Ernsthaft habe ich hier gesessen. Ich habe manche Dinger hier, was auf Englisch, zum Beispiel, was weiß ich, Meshbody und so weiter und so fort, da blickten Dinger auf, das habe ich auf Google mit einem Übersetzer habe ich das abgetippt, um es mir begreiflich zu machen, was meint die eigentlich?
zum größten Teil zum Beispiel auch bei G&S-Sachen. Die sind ja zum größten Teil alle auf Englisch. Ja, gut, Coffee ist klar. Ne? In manche Begriffe kommen aus dem Englischen. Ja, das weiß man. Kaffee ist Kaffee. Ja, ähm, ne? So. Wo ich aber hinaus will, ist, es gibt ein Translator, ne, Übersetzer. Diejenigen, die so ein bisschen mit Englisch oder mit anderen Sprachen wie ich äh, Schwierigkeiten habe. Ich versuche mich ab und zu mal, weil mein Schatz besser Englisch kann wie ich versuche mich ab und zu mal mit ihm, wenn ich Lust und Laune dazu habe, muss ich auch ehrlich zugeben, auf Englisch zu unterhalten, beziehungsweise dass er mir ein bisschen Englisch beibringt. Ist problematisch, ist schwierig, aber vielleicht kriege ich es noch gebacken in meinem Leben, vielleicht auch nicht. Ja, so. Ich arbeite aber, wie gesagt, mit einem Translator. Der kostet 990 Linden einmalig und jedes Mal, wenn ein Update rausgeht, bekommt ihr es automatisch. Ihr müsst ihn nicht immer wieder kaufen. Natürlich für jeden Avatar neu, ist klar. Ist ja nicht, ne? Hier heißt ja nicht übertragen, ne? Wenn ich jetzt mal hier oben auf Sprache auf Englisch gehe, ne? Wo heißt jetzt, ne? Transfer, ne? Heißt im Deutschen übertragen. Ja, ist ja nicht. Ähm, Finde ich auch gut so. Ich sag's euch ein bisschen warum, weil der oder diejenige will natürlich und soll's auch ein bisschen da auf eine Art und Weise Geld mitverdienen. Er könnte es ein bisschen, der oder diejenige könnte es zwar ein bisschen runtersetzen, 990 Linden ist natürlich ein Happen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, nach jedem neuen Update wird er teurer. Naja, sei mal dahingestellt. Nach 11 Jahren veröffentlichen und plan und blub. Ne? Ihr könnt hier unten gucken in verschiedenen Sprachen, aus welchen, was man so einstellen kann. Ne? Und dann tut er euch den hinzufügen und nehmen wir jetzt mal hier irgendeiner, Toten hinzufügen. Äh, gut, das ist jetzt, ja, entweder kriege ich ein Update oder nicht, oder er ist aktuell. Mal horizontal nehmen. So, seht ihr dann, ihr könnt ihn sogar ein- und ausklappen. Ich hatte mich jetzt letztens versucht, mit einer Spanierin zu unterhalten, deshalb habe ich ihn auf Spanisch stehen momentan. Und ihr könnt ihn hier einfach hier unten dann, wenn ihr dann habt, draufdrücken und auf die Sprache einstellen, die ihr braucht. In meinem Fall wäre es jetzt ein bisschen Englisch, ne? Und in manchen Situationen gibt es dann auch obwohl man einen Translator anhat, manche aus englischsprachigen oder so verstehen einen dann nicht. Ja, da muss man halt doch den Umweg machen und muss eventuell auf YouTube sage ich, auf Google zugreifen und muss da sich die Wörter oder sowas rauspicken. Ne, man kann hier oben auf Dings klicken und dann hat man ihn dann zu. Dann hat man ihn nur ein bisschen klein. Verursacht ab und zu auch mal hin und wieder mehr Skripte. Also solltet ihr in Clubs oder was auch immer gehen und Schwierigkeiten da haben, dann nehmt, was weiß ich, eine Hard von Maitreya oder sowas ab und aber versucht, dass ihr den Translator dann angezogen habt. Ja. So, dann gibt es aber auch ähm, noch eine Möglichkeit, wo man Leute treffen kann. Es gibt so ein schönes Symbol hier unten auf Firestorm. Der ist bei jedem gleich eingerichtet, wenn ihr Firestorm runterladen tut. Heißt Ziele. Da klickt man einfach mal drauf. Und die haben den auch wirklich jedes Jahr tun die auch wirklich dran arbeiten. Gehen mir von hinten nach vorne.
Also, Premium-Mitgliedschaft, sagt das Wort schon. Habe ich auch ein YouTube-Video drüber gemacht, was Premium-Mitgliedschaft beinhaltet. Mal reingucken. Linden, gehen wir mal drauf, ja. Da könnt ihr alles hinspringen, wo ihr Linden sammeln könnt. Zum größten Teil. Ja. Dann Sport. Gibt's auch vieles, was man machen kann. Ob da natürlich jetzt zum größten Teil Deutsche bei sind, ist auch schwer zu sagen. Ja. Ähm, Ob es jetzt da auch eine deutsche Sim bei gibt, wird zu wenig angeboten in meinen Situationen auch, kann es eventuell auch daran liegen. Ähm, also alles, was mit Zocken zu tun habe ich auch ein Video drüber gemacht. Gibt's auch eine Seite, wo man zum Beispiel mal hingehen könnte und sich hinteleportieren, wenn man jetzt mal Bock und Lust hat auf einer Kirmes. Ja, springt man hier hin, nach Made irgendwas. Portal Park kann ich auch nur für Leute empfehlen, die Linden gerne sammeln. Ja, die nichts auf eine Art und Weise nichts anderes wissen in SL anzufangen, da geht man Linden sammeln. Gibt's verschiedene Portale, kann ich auch noch mal ein YouTube-Video drüber machen, über ein bestimmtes, wo man sich jede Woche 100 Linden abholen kann. Man muss natürlich was für tun. Kräftis haben ja auch schon mein Mann und ich drüber Videos gemacht. Ja. Dann gibt es viele Sims, muss man mal so durchgehen. Da sind auch ab und zu mal Deutsche bei, wo man Uno, Mensch ärger dich Tische hat und kann da ein bisschen spielen. Romances, sagt's ja von sich aus schon. Ne? Da gehe ich jetzt nicht drauf unbedingt ein, weil da gibt's auch andere Plattformen, wo ich ja von vornherein sage, über das Thema möchte ich in Second Life auf meinem Kanal nicht drüber reden, weil da gibt es zuhaufende. Ich rede um Sex. Das gibt's auf meinem Kanal nicht. Ähm, und hier habe ich dann, was habe ich jetzt aufgeklickt? Ruleplay. Ja, da kann man durchgucken. Ruleplay, ne, so in der Art wie GTA, nur in SL. Oh, mal Real Talk. Apropos GTA in Second Life, das geht. Das kann man machen. Könnte man machen. Man kann nur eins nicht. Man kann nicht von der einen Sim auf der anderen Sim mit dem Auto fahren. Das geht nicht. Aber man könnte auf einer großen Sim könnte man Gebäude hinstellen und könnte man auf der einen Ecke Polizei, auf der anderen Ecke Feuerwehr, auf der anderen Ecke ADAC und so weiter und so fort. Das könnte man machen. Das ginge. Aber nur natürlich eingeschränkt auf einer Sim. Ne? Also zum Thema GTA ginge nicht in SL. Geht auch. Ähm, Dann Musik ist klar. Spricht das Wort schon. Ne? Ähm, von allen Geschmacksrichtungen von Musik, alles da. Dann Art und ja, da kann man auch mal hinspringen. Kann man sich auch verschiedene Sims angucken und Veranstaltungen. Ja? Es gibt auch Veranstaltungen in Second Life, ja, die man sich auch angucken kann. Komme ich gleich drauf, wie man dazu hinkommt. Kann man entweder hier über Clubs und, ne? Dann natürlich, was wir Frauen gerne machen in SL, zum größten Teil ist Shopping. Ne? Ähm, Bin ich jetzt nicht so unbedingt der Fan von. Gibt viele, die machen das auf englische Art und tun da, was weiß ich, müssen da shoppen bis zum Abwinken. Ja, also, nee. Und dann gibt es hier noch Events.
ne, wie jetzt kommt bald Valentinstag, steht ins Haus, dann gibt es dann verschiedene Sims, die rundrum um Valentinstag was machen. Dann gibt es hier noch äh, auch noch Sim anscheinend. Ich möchte es nicht auf Englisch aussprechen, weil ich es nicht kann. Ne? Ich kriege das Wort nicht über die Lippen. Das wäre nur, ne? Deshalb klicke ich da einfach nur mal drauf. Es wäre eine Katastrophe. Und da kann man auch mal drauf gucken und so durchgucken und klicken und machen und tun. Dann gibt es Sims, ist jetzt auch neu rein. Ist jetzt seit letztem Jahr oder so ist das drinne. Ähm, Da ist, wo man neu spornt. Also, wo man sich hinstellen könnte, wenn man Lust und Laune hat und hat eventuell das Glück und man trifft Deutsche. Ja. Ähm, hier hauptsächlich bei Firestone ist eine Insel und so weiter und so fort. Da kann man auch mal, habe ich auch ein YouTube-Video drüber gemacht, Firestorm. Sandbox kann man hinspringen und kann sich angucken. Sind auch öfters auch da Deutsche dabei. Ich hätte mir natürlich noch gewünscht, und das war mal drinne, das wäre noch Sandboxen. Ja. Hier kriege ich wieder Werbung von irgendeiner Gruppe. Ich glaube, das war mal drinne, Sandboxen, das haben sie, glaube ich, wieder rausgenommen. Warum auch immer. Ähm, und dann ist hier nochmal so ein Überblick über alles. Und das tut sich ab und zu mal wechseln, wenn da mal wieder drauf geht. Entweder tun dann neue Ziele auftauchen oder sonst was. Oder ihr geht hier oben auf dem Symbol suchen und geht hier unten hinten mal auf Orte. Und da schreibe ich jetzt einfach mal Deutsch hin. Mal gucken. So. Und dann leuchten da schon jede Menge. Na gut, was heißt jede Menge? Ist auch übertrieben. Deutsche, German, Treffpunkt. Gibt es das nicht mehr, oder? Das gibt's anscheinend nicht mehr. Okay, also Nordküste, ne, gibt es für Schule, die Leute, die gerne Schule machen wollen mit ihrem Avatar und so ein bisschen auf Schule machen wollen. Macht übrigens eine Freundin von mir, ist da Lehrerin, macht so Rollenspielart Lehrerin. Dann gibt es hier noch eine Sandbox, sehe ich gerade. Eine deutsche Sandbox. Voice-Treffpunkt seit 2012. Ähm, muss ich ehrlich zugestehen, da war ich noch gar nicht mal. Und da könnt ihr da hinspringen. Ähm, Dann gibt es verschiedene Clubs. Ne, einfach hier mal, wie gesagt, auf Suchen hingehen. Hier suchen und auf Orte und dann oben Deutsch eingeben. Ähm, und dann bekommt ihr da auch schon verschiedene. Ähm, aber wir können ja da mal gerne mal hinspringen. Wo ist sie denn? Wo hat sie denn jetzt die? Wenn man was sucht und man findet es gerade nicht. Na, ich war doch eben da drauf. Doch, hier ist sie. Gibt es die noch? Die Karte gibt es noch und da sind auch welche drauf. Und da kann ich jetzt auch mal gleich mal hinspringen. Springe ich mal hin. Und ja, das dauert immer ein bisschen, bis das richtig bei mir geladen wird. So, da gucken wir uns mal um.
Ne? Und so könntet ihr dann so hinspringen. Ihr müsst halt ein bisschen auch was dafür tun. Ne? Also jetzt einfach auf zu Hause sich hinsetzen und warten, bis alles von alleine kommt, das wird zu 80% nichts. Ja. So, hier haben sie anscheinend einen Club hingestellt, wie es aussieht. Ja, also machen sie hier auch einen Club. Ich tue die Landmarke natürlich unten, muss ich sie natürlich erst einmal ziehen, ähm, verlinken und wie man im Firestorm übrigens, fällt mir gerade ein, wie man sein Inventar aufräumt, habe ich auch, oder zumindestens sich ordentlich hält, habe ich auch schon ein YouTube-Video gemacht. Wie gesagt, einfach mal durchgucken. So, dann kann man mal so gucken, was sie hier so haben. Ja, momentan scheint hier nicht großartig jemand da zu sein. Und wenn, tun sie das, was ich eventuell nicht zeigen will. Deshalb mache ich jetzt eigentlich auf Kamerasuche. Und, aber ich gehe mal zum größten Teil davon aus. 1400. Ja, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen und wollen wir jetzt nicht auf Kamera zoomen gehen. Das machen wir nicht. Ja, wie gesagt, die und dann gibt es noch deutsche Sandbox. Gucken, was es macht. Macht nix. Deutsche, genau, Sandbox. Ach, die eine gibt schon gar nicht mehr. Es gibt nur noch die. Okay, man hat die andere aufgegeben anscheinend oder musste aufgeben. Seit 2012. Das kann irgendwie nicht Sinn. Da stimmt irgendwas nicht, weil sonst wüsste ich das. Aber die können sich, wie gesagt, das kann die schon sein, dass es sich nur umbenannt hat. Also da nehme ich jetzt kein Blatt vorm Mund. Also es kann sein, dass sie sich umbenannt haben. Weil seit 2012 kann das schon sein, Deutsche Sandbox, ne, dass die sich wieder umgenannt haben und haben einen neuen Platz gefunden irgendwie. So, ja, das war eigentlich zu dem Thema so ein bisschen, was ich sagen könnte. Nicht, dass das Video jetzt ewig lang wird, aber das wird ein bisschen länger als wie sonst. Also ihr müsst da schon ein bisschen gucken bis auf dem Ende. Und ja, das wie gesagt, das müsst ihr leider in Second Life Geduld haben. Von heute auf morgen kann was passieren, kann aber auch nichts passieren. Ja. Und zum größten Teil war es immer so, bis jetzt höre ich da momentan nichts von, dass man, wenn man sich gerade anmeldet in SL, dass man bei den Spornpunkten gleich angeschrieben wird, ficken. Das war bei mir so, ja, habe ich gesagt, aber nee, das ist nicht mein Streben in SL. Ne? Und ja, wie gesagt, man muss es nicht machen, man kann es machen, man muss es aber auch nicht machen. So. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Schreibt unten Kommentare drunter. Ja, also, bis dann, eure Sandy.